Also das Thema Klima war hier nicht immer vorrangig, sondern eigentlich ging es mir um artgerechte Tierhaltung. Das Thema Klima ist irgendwann dazugekommen, weil es in der öffentlichen Diskussion ja immer mehr Raum eingenommen hat. Viele landwirtschaftliche Betriebe wollen ihren Beitrag zum Klimaschutz leisten und viele tun dies bereits, oft ohne dass es explizit Teil ihrer Betriebsstrategie ist. So zeigt der Baumgartenhof in Niedersachsen, wie artgerechte Tierhaltung auf Flächen in Vogelschutzgebieten gleichzeitig zum Klimaschutz beiträgt. Wir befinden uns hier auf unseren Pflegeflächen im Vogelschutzgebiet. Alle Flächen, die jetzt hier in dem Auebogen sind, beweiden wir mit unserer Mutterkuhherde, mit Highlands und Galloways und sorgen dafür, dass die Rastflächen für die Zugvögel eben frei bleiben. Die Zugvögel brauchen im Herbst abgeweidete, abgemähte Flächen, auf denen sie rasten und jagen können. In hohen Schilf- und Seggenbeständen wäre das nicht möglich. Und weil diese Flächen hier zum Teil so nass sind, dass man das maschinell nicht frei halten kann, sorgen dafür unsere Rinder. Die extensive Beweidung mit Rindern dient aber nicht nur dem Natur- und Vogelschutz, sondern trägt auch wesentlich zum Klimaschutz bei. Dauergrünland zählt zu den größten Kohlenstoffspeichern der Erde. Die Wiederkäuer fördern durch ihren Dung, ihren Tritt und den regelmäßigen Verbiss das Bodenleben und die Wurzelbildung der Pflanzen. So gelangt mehr organische Substanz, das heißt mehr Kohlenstoff in den Boden, der dort langfristig gespeichert wird. Deswegen ist es so wahnsinnig wichtig, dass Grünland eben auch beweidet wird und nicht nur die Tiere im Stall gehalten werden und das Futter in den Stall gefahren wird. Intensive Rindermast steht in der Kritik. Sie basiert oft auf Mais und Soja, verbraucht Ackerflächen und verursacht so hohe Klimaemissionen. Auf dem Baumgartenhof ist das anders. Hier fressen die Rinder auf Flächen, die für den Ackerbau ungeeignet sind. Und die Fleischqualität ist exorbitant gut, weil die Tiere eben ausschließlich das physiologisch optimale Futter fressen. Kraftfutter und Mais und so weiter ist eigentlich physiologisch nicht optimal, sondern Grünland, das brauchten unsere Rinder. Der Baumgartenhof bewirtschaftet sehr unterschiedliche Wiesenstandorte, von feucht bis trocken. Diese Vielfalt ist eine Stärke, bringt aber auch Herausforderungen für Tiergesundheit und Futterertrag mit sich. Hier im Vogelschutzgebiet haben wir auf der einen Seite relativ ebene Flächen, die sehr wüchsig sind, aber eben leider auch Parasiten beherbergen, die für die Rinder schwierig sind und die mit sehr viel Aufwand bekämpft werden müssen. Und diese Parasiten haben wir in Rohringen nicht. Dafür sind die Flächen in Rohringen lange nicht so wüchsig und produktionsstark. Der Baumgartenhof zeigt beispielhaft, wie klimafreundliche Rinderhaltung funktioniert. Und er zeigt auch, wie artgerechte Tierhaltung, Landschaftspflege und Klimaschutz Hand in Hand gehen.